Stellt euch mal vor, die Gesellschaft, in der wir leben, besteht gar nicht aus Menschen. Klingt erstmal total absurd, oder? Aber genau das ist eine der radikalsten Ideen der modernen Soziologie. Wir tauchen heute ein in die Welt von Niklas Luhmann und schauen uns an, wie seine Theorie unser Verständnis von einfach allem, von der Gesellschaft bis zur Liebe, komplett auf den Kopf stellt. Also, fangen wir direkt mit dieser provokanten Frage an, die Luhmanns Theorie so brisant macht. Was wäre, wenn die Gesellschaft gar nicht aus uns, aus Menschen bestehen würde? Was, wenn unsere allergrundlegendste Annahme darüber, wie die Welt zusammenhängt, einfach falsch ist? Sondern aus Kommunikation. Tja, das ist Luhmanns ebenso schockierende wie brillante Antwort. Für ihn sind nicht wir die Bausteine der Gesellschaft. Nein, es sind all die Gespräche, die Texte, die E-Mails, die Interaktionen, die zwischen uns stattfinden. Das ist die Gesellschaft. Okay, damit sind wir bei unserem ersten Punkt. Wir gucken uns jetzt mal genauer an, was diese verblüffende Idee eigentlich bedeutet und warum sie ein so fundamentaler Bruch mit dem traditionellen Denken ist. Also, der entscheidende Punkt hier ist, die Gesellschaft ist ein eigenständiges System. Sie besteht nur aus Kommunikation und folgt ihren ganz eigenen Regeln. Wir Menschen, wir sind zwar die Voraussetzung dafür, klar, ohne uns gäbe es keine Kommunikation, aber wir sind nicht Teil dieses Systems. Wir sind seine Umwelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und von hier aus geht's direkt weiter, denn Luhmann bricht auch mit einer anderen uralten Idee, dem Geist in der Maschine. Stattdessen gibt er uns ein vielschichtiges Modell von verschiedenen Systemen. Hier sehen wir den Unterschied wirklich schwarz auf weiß. Links die klassische Vorstellung von Descartes, ein Geist steuert irgendwie einen Körper. Und rechts Luhmanns Modell. Der Mensch ist keine Einheit, sondern eher so eine Art Schauplatz, an dem verschiedene, unabhängige Systeme aufeinandertreffen und nebeneinander herlaufen. Luhmann unterscheidet da vor allem 3 Typen. Erstens die organischen Systeme, also unser Körper mit seinen ganzen biologischen Prozessen. Zweitens die psychischen Systeme, das ist unser Bewusstsein, das, was denkt und fühlt. Und drittens die sozialen Systeme, die eben nur aus Kommunikation bestehen. Und das Wichtigste dabei ist, diese Systeme sind operativ geschlossen. Das heißt, ein Gedanke kann nicht einfach so einen Herzschlag auslösen. Und ein Gespräch kann nicht direkt in unser Gehirn hineingreifen. Sie können sich nur gegenseitig anstoßen und beeinflussen. Aber wie ist denn dann überhaupt irgendeine Interaktion möglich, wenn wir alle quasi in unseren eigenen Bewusstseinssystemen gefangen sind? Das ist das Problem der doppelten Kontingenz. Ich weiß nicht, was du tust, und du weißt nicht, was ich tue. Diese Unsicherheit könnte jede Handlung im Keim ersticken. Und genau hier, genau an diesem Punkt, kommt die Gesellschaft als Problemlöser ins Spiel. Und jetzt wird's plötzlich sehr persönlich. Denn um diese ganze Unsicherheit zu überwinden, entwickelt die Gesellschaft spezielle Codes. Und einen davon schauen wir uns jetzt mal genauer an. Einen, den wir alle kennen, die Liebe. Diese Lösungen nennt Luhmann symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien. Klingt furchtbar kompliziert, oder? Ist es aber gar nicht. Stellt euch das einfach wie Werkzeuge vor, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass unsere Kommunikation nicht nur verstanden, sondern auch angenommen wird. Schauen wir uns mal ein K dieser Codes an. Geld zum Beispiel, das vereinfacht den Tausch durch den simplen Code Zahlung/keine Zahlung. Macht regelt Konflikte über legal, illegal. Und die Liebe? Tja, die funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. Sie ist ein spezialisiertes Medium mit dem Code Liebe/Nichtliebe. Und sie hat eine ganz einzigartige Funktion, die Bestätigung unserer Identität. Luhmann definiert Liebe also nicht einfach als ein Gefühl. Für ihn ist sie ein sozialer Mechanismus. Der Code, der es uns überhaupt erst ermöglicht, die sonst komplett unzugängliche, superkomplexe Innenwelt einer anderen Person zum Leitprinzip für unser eigenes Handeln zu machen. Mal ehrlich, das ist eine absolut unwahrscheinliche Leistung. Dieses Zitat bringt die Paradoxie des romantischen Codes perfekt auf den Punkt. Damit die Liebe diese Unsicherheit der freien Wahl überwinden kann, muss sie uns so vorkommen, als würde sie uns einfach zustoßen. Wie Schicksal, wie eine unkontrollierbare Macht, der wir uns gar nicht entziehen können. Aber dieser Code ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, er hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Also machen wir mal eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Liebe.
Diese Zeitleiste hier zeigt uns die wichtigsten Stationen. Vom idealisierten Konzept des Mittelalters über die leidenschaftliche Liebe des 17. Jahrhunderts und die Romantik bis hin zu unserem heutigen, ja, eher problemorientierten Verständnis von Liebe. Im Mittelalter, da war die höfische Liebe eher so eine Art Spiel der Idealisierung. Sie war oft auf eine völlig unerreichbare Person gerichtet und diente mehr dazu, den eigenen Charakter zu verfeinern, als eine echte Partnerschaft zu leben. Die Ehe war damals eine rein strategische Angelegenheit. Im 17. Jahrhundert passierte dann etwas Revolutionäres. Die Amour-Passion verband zum allerersten Mal das Ideal der Leidenschaft mit körperlicher Sexualität. Liebe wurde auf einmal zu einer paradoxen Kraft, die gleichzeitig vernünftig und total unkontrollierbar sein sollte. Die Romantik hat es dann auf die Spitze getrieben. Der Code wurde selbstreferenziell. Das heißt, Liebe braucht plötzlich keinen anderen Grund mehr als sich selbst. Man liebt einfach nur um der Liebe willen. Und diese Idee vom Seelenverwandten, die tarnt die pure Zufälligkeit der Partnerwahl und macht die Ehe zu einem Projekt der Selbstverwirklichung. Und heute? Naja, heute verstehen wir Liebe oft als ein Projekt. Sie ist nicht mehr nur Schicksal, sondern harte Arbeit. Es geht um Kommunikation, um Verhandlungen, um das gemeinsame Bewältigen von Problemen, die in einer Beziehung eben einfach auftauchen. So, und was bringt uns diese ganze Theorie jetzt? Warum ist das für uns relevant? Im letzten Abschnitt fassen wir mal zusammen, wie dieser systemtheoretische Blick unsere Sicht auf moderne Beziehungen wirklich verändern kann. Luhmann nennt diesen Prozess interpersonale Interpenetration. Das bedeutet nichts anderes, als dass in einer modernen, intimen Beziehung die Welten von zwei Menschen tief miteinander verschmelzen. Jeder Partner wird Teil der inneren Realität des anderen. Daraus entsteht ein ganz einzigartiger gemeinsamer Kosmos. Also, der Knackpunkt ist, in unserer hochgradig spezialisierten Gesellschaft, wo wir bei der Arbeit, beim Einkaufen oder vor Gericht oft nur als Funktionsträger gesehen werden, hat die Liebe eine riesige Aufgabe übernommen. Sie ist quasi der einzige Ort, an dem wir als ganze Person mit all unseren Macken und Widersprüchen gesehen und bestätigt werden wollen. Man könnte das fast eine funktionale Überlastung nennen. Und das führt uns zu einer letzten, ziemlich nachdenklichen Frage. Wenn die Art, wie wir lieben, kein Naturgesetz ist, sondern ein von der Gesellschaft geschaffener Code, der sich ständig wandelt, was bedeutet das für die Zukunft? Stehen wir vielleicht gerade am Anfang eines völlig neuen Kapitels in der Geschichte der Intimität?